Willkommen! Im Weimarer Klassikzeitalter, einer Zeit des künstlerischen Aufbruchs, war Luise Seidler eine der bemerkenswertesten Hofmalerinnen, die sich in der von Männern dominierten Kunstwelt behauptete. Besonders ihre Porträts, die die innere Welt ihrer Modelle präzise einfingen, machten sie zu einer der bedeutendsten Porträtistinnen ihrer Zeit. Aber wie wurde sie in dieser Zeit erfolgreich? Der Dichter Goethe förderte sie und öffnete bedeutende Kreise. Blicken wir auf ihr Leben. Sie wurde 1786 in Jena geboren, entstammte einer angesehenen Familie und wurde von ihrem Vater, einem Universitätsoberstallmeister, gefördert. Schon in ihrer Kindheit lernte sie den Dichter Johann Wolfgang von Goethe kennen, da ihr Elternhaus direkt neben seiner Amtswohnung im Jenaer Schloss lag, und hatte Zugang zu den geistigen Kreisen Jenas. 1806 gewannen die Franzosen die Schlacht bei Jena. In dieser Zeit verlobte sie sich mit einem französischen Oberarzt, der später nach Spanien abkommandiert wurde und dort an einem Fieber starb. Sie heiratete nicht mehr und hatte keine Kinder. Sie beschloss mit Unterstützung von Goethe, Malerin zu werden und wurde in Weimar und Dresden von verschiedenen Künstlern unterrichtet. Ab 1811 folgten mehrere Aufenthalte in Gotha, um für den Herzog Sachsen-Gotha-Altenburg zu arbeiten. Künstlerisch tätig blieb sie auch 3 Jahre später, als sie nach Jena zog, um nach dem Tod ihrer Mutter ihrem Vater den Haushalt zu führen. Ihre künstlerische Weiterentwicklung führte sie 1817 aufgrund eines Stipendiums nach München und 1 Jahr später nach Italien, wo sie eigene Werke schuf, bedeutende Werke kopierte und ihre Zeit als die glücklichste ihres Lebens empfand. 1823 kehrte sie wegen der Krankheit ihres Vaters nach Weimar zurück. Auf Goethes Empfehlung beauftragte Herzog Karl Friedrich sie mit dem Zeichenunterricht seiner Töchter und ernannte sie zur Hofmalerin sowie zur Leiterin der großherzoglichen Kunstsammlung. Weiterhin schuf sie viele Porträts von Goethe und dessen Familie. Bevor sie 1866 mit 80 Jahren in Weimar an den Folgen einer fortschreitenden Erblindung starb, verfasste sie noch ihre Selbstbiografie. Schauen wir uns nun ihren Malstil und Motive genauer an. Ihr Malstil war stark von ihrer künstlerischen Ausbildung geprägt, was sich in ihrer detailreichen, realistischen Malweise mit weichen Farbübergängen und subtiler Licht- und Schattenmodellierung zeigte. Sie schuf zahlreiche Porträts, in denen sie mit großer Feinfühligkeit die Persönlichkeiten ihrer Modelle einfing und ihre inneren Welten darstellte. Zudem widmete sie sich in vielen ihrer Werke religiösen Themen. Das Ölgemälde Fanny Caspars ist ein Beispiel für die Vielzahl ihrer beeindruckenden Porträts. Ihre Porträts von Goethe spiegeln nicht nur ihre meisterhafte Technik wider, sondern auch die enge, respektvolle Beziehung zwischen ihr und dem Dichter, der sie als eine der bedeutendsten Porträtistinnen seiner Zeit schätzte. Ein bedeutender Erfolg war das Altarbild für die Rochuskapelle in Bingen, das sie auf Goethes Anregung hin malte. Ihr Lebenswerk bleibt bis heute ein bedeutendes Erbe der Weimarer Klassik, das nicht nur die kunsthistorische Entwicklung ihrer Zeit prägt, sondern auch die künstlerische Rolle von Frauen im 19. Jahrhundert nachhaltig stärkt. Wir hoffen, dass euch dieser Einblick in das Leben und Werk von Luise Seidler gefallen hat. Wenn ja, abonniert unseren Kanal für mehr spannende Kunstgeschichten und falls ihr weitere Informationen zu ihrem Leben und Werk habt, schreibt dies bitte in die Kommentare.